Hallo liebe Zuschauer, das sind meine beiden Drohnen, wo ich die ganzen Aufnahmen mitmache. Eine Mavic Pro, eine Mavic 2 Pro und die hat vorne auch eine Hasselblad-Kamera und die war auch schon mal mit der Gimbal kaputt und das hat 800 € gekostet. Und das ist mein Hund Jem, den geht es verdammt gut. Ich muss nur aufpassen, dass er nicht hier bellt. Sitz, Sitz, jetzt wird erstmal nicht gespielt. So, was haben diese Drohnen? Was haben die? Der macht die ganze Show kaputt. Ich muss erst mal spielen. Was haben diese Drohnen gemeinsam mit euren Elektroautos? Ja, die Energiequelle ist eine Batterie. Diese hier, das sind Lithium-Batterien, Hochleistungsbatterien. Das sind nicht mehr normale Batterien wie früher bei den Drohnen. Ich habe 2013 damit angefangen, da hat man nur ein Plus-Minus-Kabel rausgehabt. Diese haben also einen Bordcomputer auch, die sagen, was mit den Batterien passiert ist, ob die okay sind. Ja, und darum geht es heute. Ja, die Batterie ist also hier drin. Flugzeit etwa 25 Minuten und dann noch Reserve. Funktioniert eigentlich ganz gut, wenn alles funktioniert. So, um was geht es jetzt hier in diesem Tutorial, kann man schon sagen, für Drohnenpiloten. Es geht um diese Batterien. So eine Batterie kostet hier in Thailand 5500 Baht. Und ich habe schon einige davon gekauft. Und hier seht ihr die Ladezyklen. Nämlich den Batterien kann man entlocken, wie oft die aufgeladen worden sind. Die ist 82 Mal aufgeladen worden und die nur 47 Mal. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich einige YouTuber gesehen habe, die Drohnen testen und dann Märchen erzählen. So um die 150 Mal könnte man sowas aufladen. Bullshit. Also 82 ist Spitzenreiter. Ich habe dazu schon mal einen Film gemacht. Über Drohnenbatterien kann ich hier oben mal verlinken. 82 Ladungen. So, jetzt gehen wir mal an den Computer und dann schauen wir mal, wie viel kostet denn ein Flug mit so einer Drohne. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich liebe Excel-Listen. Das ist jetzt zur Batterieberechnung. Ich habe aber auch eine gute Excel-Liste für die Kosten in Thailand. Kann ich hier oben mal verlinken. Da kann jeder sich selber ausrechnen, ob er sich das leisten kann, in Thailand zu leben. So, und jetzt gucken wir mal auf meine Excel-Liste. Hier oben sehen wir den Wechselkurs 36,8. Die Batterie hat 5572 Baht gekostet, das sind 151 €. So, eine Batterie hatte ja 47 Ladungen und 82 Ladungen hatte die andere. Dann ist das also pro Ladung im ungünstigsten Fall 3,22 €. Also jeder Flug kostet 3,20 €. Ich habe den Mittelwert hier unten mal ausgerechnet auf 7 Kilometer. Flugkilometer habe ich etwa 7 Kilometer angegeben. Das sind 2,5 € pro Flug, was man bezahlt. Und wenn man jetzt mal auf eine Strecke von 100 Kilometer sich das ausrechnet hier, dann kommen wir auf 46 € kosten 100 Kilometer. Ich glaube nicht, dass es so viel bezahlt mit dem Auto. Ich wollte nur damit verdeutlichen, es ist also nicht umsonst, nur weil man auflädt. Nein, man muss ja die Betriebskosten mit reinbringen und Betriebskosten sind eben halt auch die Batterien. Und dann gibt es dann also auch sehr schlechte mit 47 Ladungen oder 82 Ladungen.
Das soll auch ein bisschen mal anstoßen. Was hat man euch denn versprochen oder garantiert, wenn ihr ein Elektroauto habt? Wie viele Zyklen könnt ihr die Batterie aufladen und welche Kosten kommen auf euch zu? Und natürlich das Gefahrenpotenzial. Ich will da vielleicht nur mal was anklicken, was man bis jetzt noch nicht so angesprochen hat, über die Ladezyklen. Und das ist was ganz Wichtiges und das geht voll in die Kosten rein. Jetzt gehen wir nach draußen und dann machen wir da mal eine kontrollierte Explosion der Batterien. Jetzt habt ihr mal einen Überblick bekommen, was so ein Flug kostet. Ist gar nicht so billig. Wenn man das mal hochrechnet auf 100 Kilometer, verdammt teuer. Daher überlege ich mir auch schon immer, ob ich jetzt fliege, ob das einen Sinn hat für Spielereien, Geld, Fenster rausschmeißen. Fliege ich nicht mehr, das muss also schon einen Sinn haben. So, das ist die eine Sache, der Kosten. Die andere Sache hier in Thailand ist die Entsorgung von solchen Batterien. Hier ist ja so ein Bubble, sieht man. Ich kann die gar nicht mehr in die Drohne einklemmen. Die Verhakung lässt das gar nicht mehr zu. Und da eben habe ich mal was angesprochen, dass ich vorne schon eine neue Gimbal gekauft habe für 800 Euro. Ja, was war passiert? Aus 100 Meter Höhe ist also die Batterie rausgepoppt, weil die Halterung einfach das nicht mehr gehalten hat, weil diese Blase, die sich hier gebildet hat, so stark ist im Druck, dass also die Batterie hochgekommen ist. Und daher habe ich seitdem immer noch mal einen Sicherheitsgurt hier und der hält zumindest die Batterie im unteren Bereich fest. Die kommt hier zwar hoch, aber das spielt keine Rolle. Die Kontakte, die sind noch belegt und man kann dann die Drohne runterholen und eben halt schauen, was los ist. Ja, aber was macht man mit solchen Batterien hier in Thailand? Wir haben ja nicht wie in Deutschland, das finde ich gut, in den Supermärkten überall hat man Kartons, wo man die reinschmeißen kann und dann werden die fachgerecht entsorgt. Haben wir hier nicht. Alle Batterien werden in den Mülleimer geschmissen, hier zumindest bei uns. Ich habe noch nirgendwo so einen Karton gesehen zum Recyceln von Batterien. Und wenn man so eine Hochleistungsbatterie in den Müll hier reinschmeißt und der Müllwagen kommt, das ist also genauso einer wie in Deutschland, den ich also letztes Mal von über 9 Jahren gesehen habe. Die haben ja innen drin eine Kompresse, also dass der Müll komprimiert wird, damit genügend reinkommt. Und wenn dadurch die Batterie irgendwie beschädigt wird, dann kann die in Flammen aufgehen und der ganze Truck fackelt ab. So, was mache ich seit Jahren? Es ist Umwelt nicht freundlich. Ich zerstöre gezielt diese Drohne hier bei mir und entsorge anschließend, was noch übrig bleibt, im Müll. Das heißt, ich hau hier einen Nagel rein, der braucht nur die erste Zelle zu zerstören und dann fängt die an zu brennen und dann werden die anderen 3 auch angezündet. Ja, ich habe auch schon mal gehört, es gibt welche, die öffnen die und holen die dann raus, die kaputte Zelle. Das sind ja nicht alle Zellen hinüber, aber das ist für mich zu gefährlich, dieses hier etwas dran zu tun. Vor allen Dingen mit einer Drohne, denn ihr anschließend so eine Drohne hat also damals 1200 Euro gekostet, da die Experimente einzugehen. Dann kaufe ich eher eine neue Batterie und ich habe die Drohne unter Kontrolle. Also heute werden wir ja diese beiden gezielt zerstören. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt eine Explosion dadurch entsteht. Auf jeden Fall werde ich mich einen Schutzanzug anziehen. Genauso, wenn ich hier mit dem Rasenschneider rumlaufe, dann habe ich ja auch Gesichtsschutz und Westenschutz, Handschuhe und sowas. Ich habe also dementsprechend Schutzausrüstung auch dabei. Hier bei der Batterie sehe ich zum Beispiel, vielleicht seht ihr das, da sind ja schon Risse drin. Das ist mit 82 Füllungen. Ich glaube, die war von 2019. Also die hat schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Und ihr fliegt ja noch weniger. Also werden die noch älter mit dementsprechenden Ladungen.
Und das sind alles Original DJI Drohnenbatterien, kann man hier auslesen, die aus China kommen. Die werden ja da produziert. Und die lassen wir jetzt mal hochgehen. Ich weiß auch noch Vergangenheit, das dauert 1-2 Sekunden und dann ist das wie eine Kettenreaktion. Und ihr habt ja bestimmt schon in Deutschland auch viele Filme gesehen, wenn so ein Elektroauto hochgeht, dann ist das nicht mehr zu bremsen. Das ist eine Kettenreaktion, da kann man nicht mehr drin einwirken. Ich habe mal gesehen, da werden ja richtige Container hingestellt, wo der ganze Wagen reingesetzt wird, damit das Feuer nicht außer Kontrolle gerät nach außen, und so ist das also auch hier. Ich muss also gucken, wie die Windrichtung auch ist, dass ich keinen damit belästige. Die Windrichtung kommt jetzt von hinter mir und geht dann da in den Busch. Da hinten ist auch keiner, weil das ja auch gefährliche Gase sind. Dann lassen wir die mal hochgehen. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist meine Schutzausrüstung. Vor allen Dingen der Gesichtsschutz ist wichtig. Und dann habe ich dann hier also noch eine feste Weste und natürlich die Handschuhe. In der Vergangenheit mit den normalen Lithiumbatterien, die sind also fast explodiert. Gem, den muss ich auch mal wegjagen, beziehungsweise da muss man ein Frisbee holen, damit der hier wegkommt. Hol Frisbee! So, der holt jetzt erstmal das Frisbee und dann ist der mal hier weg. So, und dann werden wir jetzt mit einem normalen Nagel und mit dem Hammer diesen Batterie bzw. diesen Akku zerstören bewusst. Man sollte also hier auch schon auf die Windrichtung achten. So. Nicht auf den Finger. Aua. Da fängt es an. Das ist also die erste Zelle, ist jetzt zerstört. Über die Überhitzung wird jetzt die anderen aktiviert oder zerstört. Und das sind ganz giftige Gase. Und das würde jetzt zum Beispiel auch passieren in einem Truck, der hier den Müll transportiert. Und natürlich ist da auch viel Papier drin und andere Kunststoffe. Das ist aber noch nicht alles. Das geht jetzt gleich so richtig zur Sache. Und würde den kompletten Truck in Brand setzen. Also diese Batterien, die heute, die moderne, die von DJI, die explodieren nicht mehr. Die früher, die sind richtig explodiert. Da gibt es auch sehr viele Videos. Da kommt normalerweise auch noch eine Stichflamme raus. Die lässt man jetzt am besten in Ruhe. So. Jetzt ist sie aktiviert und dann blättert die sich richtig auf, die einzelnen Zellen. Dann sieht man das Innenleben. Ich gehe mal ran und schaue mal, wie weit sie ist. Da können wir auch gleich die zweite zerstören. Es hängt natürlich auch vom Ladezustand ab der Batterie. Oh, die scheint ja richtig voll zu sein. So, da ist auch schon das Feuer. Das hatte ich auch schon erwartet. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Elektroauto hat ja Hunderte oder Tausende von diesen Zellen drin. Und das ist ja unwahrscheinlich viel Energie, was da zusammengepackt worden ist. Und wenn da ein Unfall passiert und das brennt, dann das kann man gar nicht mehr löschen. Das entzündet sich immer selber. Ja, das ist nicht für die Umwelt, ich weiß es. Aber hier geht die Sicherheit vor. Die Sicherheit
der Leute, die an den Trucks arbeiten und auch für den Truck selber. Und hier ist es eben halt kontrolliert. Ja, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Das war mal ein kurzer Hinweis, was man mit solchen Batterien hier im Ausland, wenn also nicht eine Auffangstelle ist für alte Batterien, dass man die also bewusst zerstört, aber wie gesagt mit Schutzausrüstung, damit man selber sich nicht in Gefahr setzt. So, das soll es gewesen sein. Tschüss.